Und was man jetzt hier hört, das ist eine 40%ige Regenwahrscheinlichkeit. Und uns beim Frühstücken. Ja. So, heute ist der zweite Tag auf der Reise auf dem Main. Den Tag auch noch zu dritt mit Leila und Akia. Und jetzt schauen wir mal, wie weit wir noch zusammen paddeln heute. Okay, auf geht's. So, Masse drin und auf geht's. Und da haben wir eine ganz schöne Schneise hinterlassen, wo wir da rein sind und raus. Hast du eine Abkürzung? Oh, tatsächlich eine. Da kommt man durch. Käme man durch. Naja. Fahren wir das Kleine. Wieder zurück vom kleinen Ausflug und das nächste Werk kann eigentlich nicht weit sein. Und wie geht's ohne Finne? Geht, es tut ein bisschen hin und her schwanken immer. Aber es geht. Nicht so angenehm Pausen machen. Oder ich sag halt drehen. Das ist eigentlich auch Ja. Jetzt ist Schluss mit Pause machen. Das geht jetzt nicht mehr ohne Finne. Immer weiter. Immer weiter paddeln. Nichts mehr mit Faulenzen. Aber es macht so Spaß, weil man kann nicht so viel liegen. Mit Beinen auch. Ja, man kann auch im Liegen paddeln. Ja, das stimmt. Haben wir auf dem Lech doch gemacht. Ja. Ganz reingelegt und gepaddelt. Oh, da vorne dürfen wir nicht ankern. Hier haben wir einen Biber, der ganz fleißig Mais erntet. So, schauen wir mal, wie weit er reingeht, der Altarm. Okay. Aber das ist ein Eisvogel, ja? Gut gesehen. So. Aber weiter kommen wir nicht, da vorne ist es blockiert. Aber immerhin haben wir noch kurz einen Eisvogel gesehen. Ja, da hat hier ein kleines Altwasser.
Gerade fahren wir es geradeaus. Ja, hier gibt es eine ganze Reihe von Altarmen. In den können wir mal reinfahren. Der schaut richtig groß aus. Sieht so aus, als kommt da vorne das nächste Wehr. Da müssen wir schauen, wo man es umtragen kann. So sieht es aus. Wir haben eine Umtragungsstelle gefunden. Die ist da gleich rechts neben dem Wehr. Links, links, links. Ich wollte gar das technische Hilfswerk holen. Okay, wir wollen eine Feuerwehr. Soll ich die vergeben? Das war eine ziemlich crazy Umtragung. Das war gar nicht so leicht, da unten drunter durchzukommen. Aber jetzt nähern wir uns der offiziellen Kanustrecke. Wahrscheinlich sieht, Ich da hoffe hast du mal, Wasserampel. jetzt ist dann besser. Ja genau, ja, die du siehst. So, hier sind alle Bäume wirklich hervorragend gegen Biber gesichert. Kaum so ein bisschen was Größeres. Vielleicht haben wir Glück nach dem nächsten Wehr. Aber wenn wir das nicht haben, keine Chance. Wasseramsel. Wir müssen ja richtig Slalom fahren. Ah, links, links. Und bleibst in der Finne hängen. Hier auf die Bäume durch. Ja.
Okay, das ist ein bisschen weitere Umtragung. Dann hinten dran noch ein Toastbecken. Schauen wir mal, wie es läuft. Und der Ausstieg ist auch miserabel. So, das sind jetzt die ersten Paddler, die wir getroffen haben. Die sind genau vom Zusammenfluss von Roten und Weißen Main zusammen losgefahren. So, das nächste wäre umtragen. So, wenn es hier ein bisschen mehr Wasser hat, dann hätten wir hier eine schöne Rutsche runter. So. Akja lässt echt nach. Da ist ein schöner toter Fisch im Wasser. Und hat ihn nicht angefasst. Sowas. Bisher haben wir Glück. Nur einen Aufsetzer gehabt, einen kleinen. Hoffentlich bleibt es mit Glück weiterholt. Und wenn ich gerade vom Glück geredet habe, das ist das Ende. Das Ende vom Fluss. Jetzt geht nichts mehr. Okay, vielleicht kommen wir durch. Da kann man Slalom fahren. Schauen wir mal, ob ein Bock, der jetzt nicht zu lang ist. Ups, okay. André! Oh, genau. Das hast geschafft. Okay. Das ist ganz nett. Da kommen wir sogar mit meinem langen Bock durch. Aber die kleine K2 hat Schwierigkeiten. Ups, ich auch. Ich wollte einen Baum beseitigen. Ah. Ja. Das sind schon hier ganz witzig. Oh, was sind da richtig Stromstelle drin? Wenigstens sind die nicht bergauf diesmal. Oh, oh. Nee, diese leichteste, die kommt ja am besten durch. Sogar ich bin kälterfrei durchgekommen. Muss man schon laut sagen. Ich als Kälterspezialist. So. Jetzt bin ich mal gespannt auf diese Umfahrung. Nee, ja. Wir kommen mit viel Glück links vorbei. Ja, müsste gehen. Ich muss mich nicht beim Touristenverband beschweren. Biber lebt hier voll im Paradies. Das muss ein richtig fetter Biber sein. Der erntet von links und von rechts. Wie ist es jetzt genau? Da ist es die Maisfelder ab. Also immer wieder riesen Flöße von Mais.
Oh, wir haben es geschafft. Sieht so aus, als kommt da das nächste Wehr. So, das ist ja eine etwas schwierigere Umtragung. Ab durch den Dschungel. Kommt der Einsteigspezialist, das schaut immer alles so eine flüssig bewegen, fließend elegant aus. So die Frage, ob es jetzt den Druckstand hält, wenn ich das ankündige. Also fließend elegant war das jetzt nicht gerade. Tschüss. Man trifft sich beim nächsten Wehr. Ups. Was? Okay. Lang hat es vorher nicht gewehrt. Da geht schon wieder nichts mehr. Wir müssen aussteigen. Nee. Da hilft diesmal nichts. Da hilft es keine Volkseisen- und Reichseisenbank, die den Weg frei macht. Ja, jetzt darf ihr doch. Ich glaube gleich. Ja, wir müssen bis vor. Da werden ja richtige Erinnerungen an die Schmutter wach. Oh, der kommt gut überholt. Leider, also falls das Feuer bei dir landet, fahren wir auch.
Ich glaube, dann wird der Geld doch da vorne. Ja, aber das soll irgendwo die Steine sind. Ich glaube, da wird es flach. Oder wird das so tief bei dir jetzt erstmal? Da wird schon tief. Ja, hier, dann einsteigen. Ich will nicht, dass du Ich bin gut reingekommen. Ja. So. Schauen wir mal, ob ich da nicht so fett bin. Ups. Ja, da geht's. Uah. Und gut, dass ich in einem stabilen Gummischock sitze. Ich hoffe, die gerade Leute hinter mir aufschreien. So, aber ich glaube, jetzt haben wir es geschafft. Jetzt sind wir wieder im tiefen Gewässer, dachte ich. So, der Quatsch noch nicht aufgepasst. Ja, soll er quatschen. So. Ich bin wieder befreit. Tschüss, Klaus. Tschüss. Fahr voraus. Hoffentlich ist es jetzt richtig schnell. Oh. Jetzt haben wir es geschafft. Jetzt kommt von links der Kraftwerk. Die Kraftwerkströmung. Ja, so ein Stichkanal vom Kraftwerk. Der Hauptkanal geht weiter vorne rein. Gut weiter vorne sogar. Aber der bringt uns Wasser. Der Bypass da. Oh, das sieht man auch. Mal einmal. Ich sehe bei mir eine Wendung. Und es ist kaum zu glauben, wir haben jetzt hier eine richtige Strömung kurz. Und fast so schön wie gestern. Aber da war es natürlich noch ein bisschen rasanter. Wir haben ein bisschen renaturisiert. Da hat so ein da kann man es fluten. Unbedingt beeilen, hinter mir ist ein Stein. So, hier dagegen prallen. Wie gesagt, da hat so schön, da kann keine Flut reinlaufen. Nee, kann man nicht reinfahren. Bei Hochwasser. Ja,
Ja, ich habe so ein bisschen renaturalisiert. Ja, noch sieht man es nicht, aber der Stein, der da vorne ist, der drückt das Wasser gegen die Erde und dann hast du ein bisschen Materialabtrag. Ja, jetzt kommt der Steinhaufen in Sicht, der das Material abträgt. Was richtig Wildes. Ich fahre mal vor. Schauen wir mal, da links oder rechts vorbei. Ich würde sagen, ich gehe es mal rechts versuchen. Nee. Ah, links vorbei. Links ist besser. Oh, nicht durch die Wellen durch. Das ist hier ein sehr schöner Abschnitt. Der gefällt mir. Kriegt ein Like von mir. Wir müssen da lang, da ist ein Steinhaufen. Genau. Und jetzt gut andrehen. Okay. Oh. Die Passage wäre bewältigt. So, das ist hier so richtig schönes Genusspaddeln, angenehme Strömung. Alle schön grün außenrum. Und dann kommt es so wirklich schön vorwärts, ohne dass man sich anstrengen muss. Okay. Ja. Das ist ja echt interessant. Auf jeden Fall weg vom Baum bleiben, das ist gefährlich.
Brauchst du es? Ja, danke. Snicker dir einen. Schnickt mir ein. Okay, das sind Wasserpflanzen. Weg vom Baum, weiter rüber. Und weg von dem Baum da. Naja, schaff ich nicht. Ist da. Meerwasser? Da kommt ein fetter Fluss rein. War fast nur unwesentlich kleiner als der Main. Jetzt geht's ab. Ja. Jetzt kommt uns garantiert bald das erste Schiff entgegen. So, das ist die gesperrte Anlegestelle von Schürwitz, so ähnlich. Wir haben hier eine richtige nagelneue Uferpromenade hingestellt. Strich Hochwasserschutz. So, das ist ein Nachtreiher. Den sieht man nicht alle Tage. Schade, dass er keine Action macht. So ist im Film doch etwas langweilig. Naja, lassen wir in Ruhe. Sehen wir die Kamera sinken lässt, fliegt er weg. Vergessen bei der Rast, die wir vorhin gemacht haben, bei der kurzen, da bin ich etwas zu kurz ausgestiegen und schwupps war ich im Morast bis zur Hüfte drin. Ich hätte beinahe gedacht, ich muss gerettet werden. Eine Ausbuchtung. So, da hast du eine kleine Ausbuchtung. So, dann kommt jetzt gleich das nächste Wehr. Und man merkt, jetzt sind wir im offiziellen Kajakbereich, im Kanubereich. Jetzt wird vorgewarnt, dass was kommt. Jetzt fürs Nobel ist ja alles angezeigt. Hätten wir früher auch schon gebrauchen können. So, wieder eine Umtragung gelungen. Jetzt müssen wir schauen, wo hier der Anlegesteg ist. Und dann muss ich leider alleine weiterfahren. Dann habe ich keine nette Reisegesellschaft mehr. So, meine nette Begleitung weggebracht. Die Akja und die Laila. Neve. So, jetzt schauen wir mal, vielleicht habe ich Glück und ich komme dem Wetter hier weg.
scheint wieder nach links wegzuziehen. So, wieder drinnen. Es fängt gut an zu regnen, aber in einer Stunde soll es angeblich eine Regenlücke haben.